Heute frage ich mich, warum wir in Deutschland eigentlich so wenig über die afrikanische Küche wissen und ob es dort vielleicht sogar Rezepte gibt, die uns dabei helfen könnten, klimafreundlicher zu kochen. Ich bin Deng, Gastronomin aus Berlin. Hier in Berlin-Reinickendorf an der Grenze zum Wedding ist der XO-Markt Afro-Shop. Einer der wenigen Läden hier in Berlin, die auch frische afrikanische Lebensmittel führen. Herr Kohl, was sind denn die Lebensmittel, nach denen hier am häufigsten gefragt wird? Die Kochbananen, die gelbe und die grüne, die Yamwurzel und noch den Maniok. Ehrlich gesagt habe ich gedacht, das sind beides dasselbe. Nein, die sind nicht dieselbe. Von Geschmack her und Konsistenz sind immer unterschiedlich. Maniok sind eher ein bisschen süß als die Yam. Die Yam ist fast neutral von Geschmack her. Das sind doch Aloe Vera Blätter. Ich kenne die nur aus der Kosmetik, also für die Haut und für Wunden und so. Und die stehen hier bei Lebensmitteln. Ja, kann man auch essen oder trinken. Muss man nur abziehen und schneiden, in einen Mixer oder Smoothie-Maschine einblenden lassen und trinken. Ja, auch sehr gesund. Noch eine Frage. Und zwar, als ich reingekommen bin, habe ich gesehen, Sie haben hier total viele Chilisoßen. Und als ich näher rangegangen bin, habe ich gesehen, dass das alles Palmöl ist. Ich kenne Palmöl gar nicht in so einer intensiven orangenen Farbe. Die stammen aus unterschiedlichen Ländern in Afrika. Aus Togo haben wir die, aus Ghana und Kamerun und Guinea-Conakry. Haben Sie so viele, weil das verschiedene Sorten sind? Ja, sind viele Sorten, da die afrikanische Bevölkerung, viele von denen sind sehr nationalist. Die wollen ja immer Produkte von ihrer eigenen Heimat. Ja, kann ich verstehen. Ja, aber ansonsten von Geschmack sind fast alles ähnlich. Ja. Ich wollte heute was kochen und dazu brauche ich Kokoyam-Blätter. Haben Sie die? Die haben wir auch. Das wäre das hier. Ah. Das sind die Kontomiris aus Ghana. Ja, haben wir selbst importieren und das kommt jeden Mittwoch nach Berlin. Ich würde gerne einfach alles mitnehmen. Gerne, machen wir. Pack mal. Super, ja. Wird es oft gekauft? Ja, das geht ganz schnell weg. Was wollen Sie kochen? Meine Freundin und ich wollen Contomere kochen. Contomere, ja, Contomere ist super. Ja, genau. Das ist was Ghanaisches, weil sie aus Ghana kommt und sie wollte mir zeigen, wie das geht. Und Sie essen das nicht? Nee, habe ich noch nie gegessen. Echt? Ja, ja hab ich noch. Ich bin aus Gambia und wir kennen das nicht. Ich habe die Kokoyam-Blätter mitgebracht. Wow, cool. I already used a substitute though. I already cut up some spinach. Du Lecker spricht ganz gut Deutsch, aber vor der Kamera möchte sie lieber Englisch sprechen. Warum kochen wir dieses Contour-Miré? Warum hast du dir das ausgesucht? It's like the right dish to eat in this kind of weather. It's a comfort food, but it also has like kind of a freshy vibe because of the spinach. John aus dem Supermarkt erzählte mir, dass es ein typisch ghanaisches Gericht ist. Yeah, it is. In my view, one of the more popular dishes. If you don't have the money to buy like meat, for example, there's always fish, and you can use dried fish in it and smoked fish, so like you don't even have to have fresh fish. Und du brauchtest diese Kokoyam-Blätter gar nicht, die ich mitgebracht habe. The thing is, cocoyam leaves function in the same way as spinach in a stew. They have the same or similar consistency. So, I mean, cocoyam leaves don't grow here. That's why I use spinach, because you can find it at the local supermarket. Ich habe ja das Rezept zu deinem Contour-Miré schon auf deiner Website My African Food Map entdeckt, was ich finde ein super tolles Videoarchiv ist mit Rezepten aus ganz vielen Regionen von Afrika. Wie bist du darauf gekommen, das zu machen? My dad is from Ghana and my mom is from South Africa, but we never lived in Ghana, and so I never learned how to make contour-miré from somebody who was living there, only just from my dad. And so I wanted to make contour-miré, but I wanted to make it in the original way because I just assumed that my father's version was some kind of imitation. Konntest du da regionale Unterschiede in der afrikanischen Küche festmachen und entdecken? It's important to mention that there is no such thing as like African food per se, because it's of course a very
diverse and huge continent. Wenn es so Food-Shows gibt auf Netflix und alle sagen, that's the food of the world, wird Afrika ganz oft ausgelassen, oder? It's kind of mad-making when you're watching a show and they're like, we're gonna go to every corner in the world. We're gonna try, and then they like miss an entire continent, like this giant continent. Afrikanische Küchen sind in Deutschland ja total unbekannt, während asiatische Küchen wie die thailändische, die japanische, die koreanische super beliebt sind. Auch hier in Berlin gibt es total wenige afrikanische Restaurants. Was meinst du, woran das liegt? It comes after a long and concerted effort of devaluing and dehumanizing people from the continent and their culture and their food and their language and things like that for the purposes of more comfortable exploitation in the form of like the slave trade or imperialism and colonialism and all of that. Because, you know, it's easier to say, oh, we're here to civilize these people if you say that they're not civilized. Or it's easier to teach these people culture if you say that they don't have a culture. It's easier to give these people a history or write ourselves into the history and say history starts here because they don't have a history. Es ist wirklich so, dass ich nichts kenne, was so ähnlich schmeckt. Da sind ja ganz viele bekannte Sachen drin. Tomatenmark, Ingwer, Knoblauch, Zwiebeln. But it's like put together in a combination that gives it a unique flavor. Du hast ja dieses Gericht komplett nur aus regionalen Produkten in Bioqualität gemacht, die du aus dem Supermarkt hast. Ich würde nämlich gerne mal wissen, wie viel CO2 das pro Portion ist. Und das ergibt einen Wert von 823 Gramm CO2 pro Portion. Im Vergleich dazu haben Currywurst und Pommes 1700 Gramm CO2 pro Portion. Also doppelt so viel wie dein Essen. Wow. Wie ihr seht, sind afrikanische Küchen super vielseitig und anscheinend auch super einfach mit regionalen Produkten nachzukochen. Wo geht ihr denn gerne afrikanisch essen? Lasst mir das doch in den Kommentaren da und dort findet ihr auch den Link zu dem Rezept, was wir heute gekocht haben. Nächste Woche treffen wir Dalat. Dalat ist die einzige thailändische Sterneköchin hier in Deutschland und sie wird uns mit in ihre Küche nehmen.